In der letzten Zeit ist es immer etwas knapp mit den Videos, mit der Zeit, um Videos zu machen. Heute habe ich tatsächlich mal einfach gerade eine Situation gehabt, wo ich dachte, was mache ich jetzt? Ich habe gerade nichts zu tun. Und da dachte ich, hey, Zeit mal wieder ein paar Kärtchen auszupacken. Ich habe immer noch über ein halbes Display von Karmesin und Purpur. Von dem neuen Set noch nichts. Ich bin noch am Überlegen, ob und was ich mir davon hole. Das Set ist insgesamt ganz schön eigentlich, deswegen wäre es das wert. Mal schauen. Aber jetzt erstmal nochmal das sozusagen Base-Set von Karmesin und Purpur. Immer noch, wie gesagt, ich habe noch kein halbes Display geöffnet. Das heißt, es gibt noch sehr, sehr viel, was ich noch nicht habe. Und es ist ein wirklich schönes Set. Gerade nach den letzten Sets, wo doch sehr viel einfach sehr uninteressant war, ist das tatsächlich sehr erfrischend. Wie war das hier nochmal? Ich glaube nur 2 nach vorne. Ich vergesse es jedes Mal wieder. Nope, das war falsch. Ich glaube sogar nur 1 nach vorne. Da haben wir also direkt eine Reverse Holo. Bylonda. Habe ich, glaube ich, sogar noch nicht. Sehr cool. Rare. Oder ist das die Rare? Das ist die Rare, okay. Ja, also tatsächlich nur 1 nach vorne. Das ist nämlich die Energie. Chillingle hatten wir schon. Einen Trank. Barmelin. Nettes Bild. Sehr einfach zwar, aber ganz nett. Ist leider, was ich ja immer so ein bisschen schade finde, sieht es aus, als ob das Pokémon und der Hintergrund nicht zusammengehören. Also es sieht aus, als wenn das Pokémon einfach separat gezeichnet und dann in einen random Hintergrund reingeklebt wurde. Das finde ich ein bisschen schade. Ist einfach auch nicht nötig, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Sengo, sehr cooles Bild. Ich liebe diesen Style einfach. Also alleine schon, wie hier mit Lichteffekten gespielt wird. Alleine schon die Reflexion hier auf der Kralle. Und natürlich die Perspektive. Es ist keine einfach nur von vorne drauf Perspektive. Es ist leicht schräg von oben. Sehr schön gemacht. Knirps, okay. Flamingo als Reverse. Ach, das war gar nicht Reverse. Das war ganz normal Holo Rare. Flamingo ist Reverse und Gladiantri ist Reverse. Flamingo neu, glaube ich, sogar für mich. Sehr cool. Kein besonderes Motiv, aber hey. Next. Wie immer habe ich erstmal 4 Booster rausgeholt. Mal schauen. Das ist so mein Standard eigentlich. 4 auf einmal. Aber wenn da jetzt irgendwie gar nichts drin ist, dann geht natürlich auch ein bisschen mehr. Also 1 nach vorne. Dann haben wir unsere Energie. Knatox. Carpador. Wieder direkt hintereinander, die beiden. Beide von, oder? Ja, von Kiyotaka Oshiyama. Sehr schöne Bilder. Darundo. Flamingo, da ist er wieder. Forstelka, glaube ich, neu. Ist aber auch nicht wirklich groß erwähnenswert. Beulenhelm. Flabebe als Reverse. Und Psyopatra als Reverse. Reverse. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Und die Rare. Eine X-Karte. Ich weiß nicht, die zweite oder so bisher. Magnezone X. Sieht sehr fancy aus. Einfach natürlich, weil es als Stahl-Pokémon, da passt natürlich diese Reflexion und dieser Holo-Effekt besonders gut. Magnezone X, 330 KP. Was kann er denn so? Für eine Energie zermalmende Energie 50 Mal. Und zwar für jede an alle Pokémon deines Gegners angelegte Energie 50 Schadenspunkte. Das ist krass. Für eine Energie. Gut, man muss es natürlich, es ist Phase 2, man muss es entwickeln. Aber eine Energie, 50 Mal alle Energie, die der Gegner hat, das ist nicht schlecht. Und für 2 Energie 220, das Pokémon fügt sich selbst auch 30 Schadenspunkte zu. Ja, kann man hier und da mal machen. Da wird direkt gesleeved. Wenn man eine entsprechende Taktik hat, um das Vieh auch wieder zu heilen. Sehr schick. Es sieht weniger spektakulär aus, als man meinen sollte für eine EX-Karte. Oder? Man erwartet so ein, so ein bisschen Full-Art-artig irgendwie, dass die ganze Karte genutzt wird. Sieht fast ein bisschen wie eine normale Holo Rare aus. Naja, nicht ganz, aber ein bisschen. Boom, weg ist er. So. Water-Energie. Perkuli. Selbst so ein einfaches Pokémon. Und obwohl es hier
keine besondere Stance gibt oder so, ist es einfach nett gemacht. Hier passt halt auch wieder wirklich das Pokémon in den Hintergrund. Hintergrund sogar so ein bisschen mit Out of Focus Pflanze hier vorne, was das Ganze einfach plastischer macht und einfach hübscher macht. Das ist, durch solche Kleinigkeiten kann man die Artwork so viel besser machen. Phlegmon sieht auch ganz nett aus. Weniger spektakulär, weniger interessant gezeichnet. Aber auch hier wieder, einfach nur dadurch, dass das Pokémon in den Hintergrund passt. Dass das Ganze ein Bild ist, macht das Ganze sofort besser. Voltrell. Noch ein Sengo. Diesmal mehr in einem, sagen wir mal, Manga-Stil. Auch schön. Das andere war aber schon ein bisschen cooler, muss man sagen. Vati. Hytera, habe ich glaube ich schon. Nigiragi, so. Pamamo, glaube ich noch, ich bin mir nicht ganz sicher, als Reverse. Schlägt da als Reverse. Auch lustig übrigens, fand ich im Durchspielen des Spiels, was war das neue, Karmesin, ein bisschen ärgerlich, dass sie diese regionale Dicta-Form, dass sie der einen anderen Namen geben, weil dadurch hat sie natürlich einen neuen Pokédex-Eintrag. Ist aber, wahrscheinlich ist es genau deswegen so gemacht worden, damit es eben als neues Pokémon gezählt wird. Grundsätzlich aber ganz nett. Oh, und da direkt die nächste EX-Karte, diesmal mit Glitzer-Effekt im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Achso, wegen Terra-Kristall. I see. Genau, eine terrakristallisierte Form von Gyarados, auch mit, wenn ich das richtig... Man sieht den Kristall kaum. Aber ich nehme an, das soll eine Wasservariante sein. Sind ja auch Wasserenergie, Wasserkarte. Es sieht schon krass aus, so gerade im Licht, wie das am Abfunkeln ist hier. Und ich mag ja immer den Holo-Effekt in den Augen. Das finde ich, am coolsten. Was kann er denn? 300 KP, Kaskade 100 für 3 Energie, okay. Naja. Und für 5 Energie tyrannischer Schweif, 180 plus. Wenn auf dem aktiven Pokémon deines Gegners mindestens eine Schadensmarke liegt, fügt diese Attacke 180 Punkte mehr zu. Okay, das ist dann schon wieder krass. Na, falsche Seite. Das sind dann 360 Schaden für 5 Energie. Das ist dann die 5 Energie tatsächlich auch mal wert. Natürlich muss man erstmal auf diese 5 Energie kommen. Und wie viel? Mindestens ein, ja okay. Du musst den Gegner halt schon Schaden gemacht haben. Das heißt, in so einem Fall wären dann Karten gut, die zum Beispiel allen gegnerischen Pokémon Schaden machen, selbst wenn es wenig Schaden ist, denn hier reicht ja schon eine Schadensmarke. Kann ich mir gut vorstellen, dass man daraus ein gutes Deck bauen kann. Weil die einzigen Sachen, auf die man achten muss, ist, dass einerseits alle Pokémon Schaden bekommen. Irgendwie, was machbar ist. Und dass man die Energie bekommt natürlich. Dass man gerade das möglichst schnell mit Energie ausrüsten kann. Okay, weiter geht's. Pokémon-Fänger. Scampierst du. Das ist halt wieder sehr einfach. Das ist... Ne, es ist jetzt kein hässliches Bild oder so, aber ich finde, das ist es irgendwie nicht wert. Das sieht wieder sehr mehr... so nach so einem Manga-Stil aus. Ist okay. Das sieht wieder eingeklebt aus. Finde ich sehr schade. Ist echt unnötig. Mastifioso. Crazy Bild. Und deshalb gefällt es mir. Obwohl es nicht schön ist in dem Sinne. Aber ich mag es einfach, wenn es nicht so Standard ist. Sehr cool. Frage uns. Es passt in den Hintergrund, das macht es schon gut. Ansonsten ist es ein bisschen einfach. Krypuk, oh, naja. Die haben wir schon diesmal in Reverse. Staralili in Reverse. Und Klibbe als Regular Rare. Jetzt bin ich durch mit 4 Boostern und es sind schon 2 EX-Karten dabei. Höre ich da schon auf? Irgendwie motiviert natürlich, gute Pulls motivieren auch wieder mehr aufzumachen, also nehme ich mal direkt mehr. Außerdem irgendwann müssen wir ja durch dieses Display mal durchkommen. Und das steht hier jetzt seit Wochen rum und ich mache es nicht auf, weil ich immer denke, ich warte auf ein Video, ich warte, bis ich ein Video machen kann. Oder ich komme auch einfach wenig dazu. Aber gerade wenn man mal was Cooles zieht, dann hat man natürlich Bock, noch was Cooles zu ziehen. Aber natürlich wird man dann nur enttäuscht, weil man, naja, am besten sollte man aufhören, wenn es am besten ist, oder? So sagt man das nicht so. Voltrell sieht dämlich aus, um ehrlich zu sein. Aber ich hab's noch nicht, also okay. Rockheimann. Es ist in den Hintergrund eingearbeitet. Das macht's ganz nett.
Ich mag auch die kräftigen Farben von der Karte. Einiges war so ein bisschen ausgebleicht, das ist hier nicht der Fall. Das finde ich ganz schön. Es ist halt ein bisschen langweilig einfach. Ne? Im Gegensatz dazu. So muss das aussehen. Sehr cool. Ist, glaube ich, neu für mich. Das ist gut. Ansonsten ist es ein bisschen einfach. Tenterra. Finde ich tatsächlich mal eine coole regionale Form, by the way. Opex, das sieht dämlich aus. Das habe ich auch schon. Vitalitätsband. Ferkuli diesmal in Reverse. Olitena. Komm, ich glaube, ich habe es schon. Trotzdem, Reverse Holo Rare, immer gern gesehen. Und Koraidon, das habe ich auf jeden Fall schon als Regular Rare. Zack, machen wir noch eins auf. Ich weiß nicht, ob das die beste ist. Das ist so ein bisschen wie hungrig einkaufen zu gehen, was ich jetzt gerade hier mache. Wenn man einmal angefixt ist, dann ist es schwer, sich loszureißen. Next. Okay, Epitis. Habe ich, glaube ich, noch nicht. Es sieht eigentlich ganz nett aus. Es würde direkt besser werden, wenn... Ich mag diese ausgeblichenen Farben nicht, wie wir es hier haben. Das ist nicht so mein Ding. Wenn es ein bisschen kräftigere Farben wären, wie hier, wäre es direkt viel cooler. Die haben wir auf jeden Fall alle schon. Driftepeli bin ich mir gar nicht sicher, aber auch nichts Besonderes. Die Reverse sind Zwiebs und Energiesuche. Unspektakulär. Was kann das denn, wo ich gerade in der Hand habe? Nichts Interessantes. Okay. Okay. Moment, was? Das ist mit Sicherheit eine wertvolle Karte. Ja, Secret Rare 225 von 198. Eine alternative Artwork zu der hier. Whole Art, ganze Karte, ist Artwork. Wir haben wieder diese Fingerprint-Optik, wie man sehen kann. Unfassbar sparkly, weil natürlich wieder Kristall, Terra-Kristall. Krasse Karte. Da bin ich gespannt, was die wert ist. Ist auf jeden Fall eine von den... Wie viel kriegt man so? Ich glaube im Schnitt 2 Secret Rares pro Display. Also auf jeden Fall die eine von wahrscheinlich 2, hoffentlich, mindestens, krassen Karten in diesem Display. Sehr cool. Man sieht kaum, dass es Terra kristallisiert ist. Man sieht es eigentlich nur daran, dass hier hin und wieder diese kantigen Formen in dem Design genutzt werden und natürlich durch den Kristall auf dem Kopf. Hier sieht man jetzt auch, dass es ein Wasserkristall ist. Sehr cool. Natürlich ansonsten dieselben Attacken, gleiche Karte wie diese hier. Und das ist jetzt tatsächlich ein guter Punkt, um das Video zu beenden. Gucken wir uns die noch einmal an. Sehr schick. 3 EX-Karten, eine auch noch Secret Rare. Sehr nice. Sehr cool, dann habe ich ja noch einiges übrig, tatsächlich. Ich werde jetzt aber tatsächlich doch wahrscheinlich mal gucken, ob ich die nächste Erweiterung sozusagen, auch ob ich da ein paar Karten kriege. Weil das interessiert mich schon auch sehr, das Set, muss ich sagen. Aber dieses hier auch und da ist noch einiges, was ich noch nicht habe, deswegen freue ich mich auch darauf. Und ich hoffe, ihr auch und seid wieder mit dabei. Also nicht vergessen zu abonnieren, zu liken, den ganzen Kram. Nächstes Mal wird wieder gekocht, für die, die es nicht wissen. Und danach kommen dann aber wieder Kärtchen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ciao, ciao.